Kennst du schon die neue Funktion in Zoom, die beeindruckende Szene oder die beeindruckende Ansicht, je nachdem, ob du Windows oder Mac hast? Damit eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für Online-Meetings und auch zum Videoaufnehmen. Denn das ist anders als der virtuelle Hintergrund, wo du ja selbst deinen Hintergrund bestimmen kannst. Dazu habe ich früher schon mal Videos gemacht, sondern hier kannst du mit mehreren Personen vor dem gleichen Hintergrund auftauchen. Und ich zeige dir das mal. Ich habe gleichzeitig mein iPad eingewählt hier und habe mich jetzt mal dazu geholt und wir sind jetzt praktisch im gleichen Raum. Und das kannst du natürlich für Interviews nutzen, für andere Dinge. Welche Möglichkeiten es damit gibt, das werde ich dir in diesem Video erklären. Auch wie du das Ganze einrichtest und am Ende zeige ich dir auch, wie du eigene Szenen hochladen kannst, damit du nicht nur die Standardbilder von Zoom zur Verfügung hast, sondern deine ganz eigene Atmosphäre kreieren kannst. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du jemanden kennst, der auch mit Zoom arbeitet, dann leite dieses Video gerne weiter. Denn ich bin sicher, dass wir mit dieser Funktion sehr viel Spaß haben werden und auch eine ganz neue Atmosphäre in Online-Meetings kreieren können. Aber jetzt lass mich mal zeigen, wie du da hinkommst, wie das Ganze aussieht. Dazu wechsle ich mal zurück auf meinen Zoom-Bildschirm, damit du auch sehen kannst, wo du das Ganze in Zoom findest. Wichtig zu wissen ist noch, du brauchst die aktuelle Version von Zoom, die für ab der 5.6 geht das. Ab der 5.7 kannst du dich dann auch selber damit aufnehmen. Das ging früher nicht. Das ist jetzt neu dazu gekommen. Damit kannst du auch Interviews aufzeichnen. Ja, und das Ganze findest du hier oben bei Ansicht. Ich wechsle jetzt mal in die normale Sprecheransicht. So sieht es ja normalerweise aus. Und wenn du die neueste Version hast und dein Computer auch die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass dieses Feature funktioniert, dann siehst du hier oben die beeindruckende Ansicht oder die beeindruckende Szene. Und wenn du die anwählst, siehst du hier unten die Standardbilder, die Zoom mitliefert. Es gibt hier Du siehst auch an der Anzahl, wie viele Personen hier mit angezeigt werden können. Das ist die Szene, die ich gerade benutzt habe. Es gibt hier noch eine andere Szene in der Kaffeeküche, wo man auch zu zweit sitzen kann. Es gibt auch was ganz Nettes, das ist das Kamingespräch, wo wir zwei dann am Kamin diskutieren könnten. Auch das ist ganz witzig gemacht. Und die anderen Szenen, hier gibt es zum Beispiel eine für 6 Personen, die in einem Boardroom sitzen und miteinander diskutieren können. Hier kannst du also mit einer Kleingruppe von 6 Personen mit deinen Kollegen diskutieren, eine Panel-Diskussion hierüber führen, bringt eine ganz andere Atmosphäre, zum Beispiel bei einem Symposium oder einer größeren Konferenz, wenn hier die Podiumsteilnehmer alle am gleichen Tisch sitzen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Du kannst auch hier zum Beispiel in Bilderrahmen die Leute positionieren. Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist, aber vielleicht hat da jemand eine Idee, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann hast du hier eine Klassenraumatmosphäre mit 25 Teilnehmern und da wirst du als Gastgeber sozusagen vorne als Lehrer, als Dozent eingeblendet und wenn du das Ganze am iPad hast, dann geht er immer auf die Person, die spricht und zoomt an die Stelle rein. Das ist auch noch ganz interessant. Und du kannst dich selber aber auch auf einen der Plätze positionieren, dann wird dein Bild etwas kleiner. In manchen Szenen kann man die Bilder kleiner ziehen. Hier, wenn du dich nach vorne setzt, wirst du automatisch größer. Das funktioniert nicht in allen Szenen, probier es einfach aus. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch eine Auditoriumsansicht, wo praktisch alle in einem Auditorium sitzen. Das sieht dann so aus. Und was auch ganz interessant ist, ist diese Ansicht mit ja, mehreren Tischen, wo du mit 5 bis 6 Personen an einem Tisch stehen kannst, sozusagen in kleinen Gruppen. Auch das macht eine angenehme Atmosphäre.
Wir haben das neulich mal in einem Meeting getestet. Wir waren, glaube ich, zu 8 und man hat wirklich das Gefühl, man ist im selben Raum und sitzt dichter beieinander. Deshalb finde ich diese beeindruckende Szene oder beeindruckende Ansicht so cool. Wir können den Online-Meetings auf ein ganz anderes Level bringen. Ja, und wie lädst du jetzt eigene Bilder hoch? Wenn du hier auf die beeindruckende Ansicht gehst, dann kannst du hier oben individuellen Hintergrund hinzufügen. Und du musst dir natürlich vorher irgendein Bild ausgewählt haben. So Beispiel dieses hier ist ein Café. Wenn ich das jetzt einblende, dann kann ich das hier auch auswählen. Du siehst, wo die 2 Sprecher positioniert werden. Man kann auch sagen, manuell positionieren. Und du kannst dich dann etwas höher positionieren, sodass man hier wirklich am Tisch sitzt und miteinander diskutieren kann. Such dir ein paar schöne Bilder aus, die für dich passen, vielleicht auch etwas mit Büro, aber so kannst du deine ganz individuelle Atmosphäre kreieren für Interviews zum Beispiel. Und eine coole Sache ist noch für mehr Spaß so etwas, ein Dancefloor. Das haben wir neulich auch mal ausprobiert. Hier siehst du auch, wie du die Teilnehmer vergrößern oder verkleinern kannst. Und da kannst du bis zu 25 Teilnehmer mit auf den Dancefloor nehmen und gemeinsam abrocken. Und das hat total viel Spaß gemacht. Probier es einfach aus. Ich tanze sehr gerne und diese Disco-Atmosphäre war eine coole Sache, als wir das Ganze mal getestet haben. Ja, das sind die neuen Dimensionen, die uns diese beeindruckende Ansicht bietet. Und das ist eben der Standard. Mit dem kannst du anfangen, aber such dir irgendwann eigene Bilder aus. Wenn du mehr solcher Tipps haben willst, dann abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft über weitere Tipps zu Zoom und Videomarketing informiert wirst. Bis zum nächsten Mal, eure Sabine. Tschüss.